Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute Morgen ein toller Porsche hier aus Beuerberg. Herzlich willkommen bei Cargold zu unserem neuen Videodreh. Und ihr seht, ich habe heute Morgen einen Zettel dabei. Und zwar ganz einfach deshalb. Wir haben hier einen 993 S4 Coupé aus dem Baujahr 1997 mit einer absoluten Vollausstattung. Und die ist so umfangreich, das habe ich mir nicht merken können. Aber ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Also der Wagen ist 97 gebaut worden, ist ausgeliefert worden nach Texas. War ein Großteil seines Lebens in diesem trockenen Bundesstaat. Deswegen überhaupt keine Salzprobleme. Das Tolle an dem Wagen, der hat erst original 30.000 Kilometer gelaufen, die vollkommen dokumentiert sind. Und ich sage euch jetzt mal, was der hat. Der ist ausgeliefert worden in Arktis Silber mit Leder, Boxster Rot und zwar Raffleder, was wunderschön erhalten ist. Dann hat er innen Schalthebelknauf, helles Wurzelholz, Handbremshebel, helles Wurzelholz, Motor-Soundpaket, vollelektrische Komfortsitze links und rechts, Radzierdeckel konkav, automatische Geschwindigkeitsregelung, Bordcomputer, Soundpaket. Dann ist er hergestellt für das Porsche Exklusivprogramm, hat vorne eine Turboschürze, hat die Turbobremsen. Das Auto hat am Ende, also das war nicht mal alles, was ich jetzt gerade euch vorgelesen habe, das Auto hat am Ende damals einen Neupreis gehabt von 190.000 D-Mark. Und das Tolle ist, dass die 3 Besitzer, die ihn hatten, jedes Mal zu seiner Zeit alles toll dokumentiert haben. Also ihr könnt hier wirklich, der Wagen, der ist völlig offen wie ein Buch, der hat so eine Akte. Da habt ihr jede Rechnung dabei. Auto ist in einem super Zustand. Und ja, jetzt fahren wir den mal. Er hat, wie gesagt, dokumentierte Original 30.000 Kilometer. Das einzige kleine Problem, was der Wagen hat, der Wagen kam nach Deutschland, hat es gleich Vandalismus gegeben, das kannte er in den USA nicht, in Deutschland ja, da ist einer mit dem Nagel einmal ums ganze Auto gelaufen, auch das ist fotodokumentiert. Und dann hat man den Wagen bis hier oben komplett lackiert und danach ist der Wagen gemessen worden, er hat überall zwischen 250 und 300 μ. Daran sieht man, Auto ist unfallfrei, Auto ist trotzdem top und die Lackierung ist super. Also man kann die von der Werkslackierung absolut nicht unterscheiden. Das ist das Einzige, was der Wagen hat. Ansonsten ist der Wagen wirklich erste Klasse. Seht ihr übrigens auch hier, das sind die RS-Felgen. Also auch da, man hat nirgends an Geld gespart und man hat aus dem Auto das Optimum rausgeholt, sowohl technisch als auch von der Ausstattung. Hat übrigens ganz wichtig auch ein Schiebedach hier oben. Hat nicht jeder, er hat es. Das ist ein Auto als 4S, ist ja Allrad, heißt das ja 4S, wo ungefähr 6.900 Fahrzeuge von nur gebaut wurden. Es gibt ja viele von den Autos mit einer sehr, sehr hohen Laufleistung. Die 30.000 Originalkilometer sind komplett dokumentiert. Und das sieht man auch am ganzen Zustand. Jetzt fahren wir ihn auch mal für euch und dann merkt ihr, was so ein Wagen kann. Ja, also ich sitze jetzt hier im 993 und das erste, was ich merke, ein absolut sauberes, gepflegtes Auto. Schaut euch mal dieses tolle Armaturenbrett an hier. Ist ja ganz Leder, das ist absolut neuwertig. Auto hat übrigens Colorglas, also einmal sieht man das hier oben, diesen grünen Keil, den er hier oben hat aber auch sonst Colorglas. Wie gesagt, der Wagen ist ja mal geordert worden nach Texas. Ist wie gesagt ein Amerikaner. Da ist er gewesen bis zum Jahr 2008, ist dann nach Deutschland gekommen und ist dann in 2 Händen gewesen und die haben den Wagen glücklicherweise genauso gepflegt und weiter gewartet, wie das der Erstbesitzer auch gemacht hat. Das merkt man hier drin. Der riecht super, der hat einen neuwertigen Geruch noch. Schaut euch mal die Teppichböden an, das ist alles tipptopp im Zustand. Hier, da ist nichts abgegriffen. Das Auto hat übrigens ein 6-Gang-Getriebe, könnt ihr hier sehen, rückwärts oben links und ansonsten 6. Das ist alles bei Porsche, das ist ein bisschen amerikanischer Geschmack, sage ich mal. Hier mit dem Wurzelholz, das macht nicht jeder, das hat auch nicht jeder. Ist ja eigentlich ein Sportwagen. Die haben es damals bestellt. Das Auto war auch in der Exklusivabteilung bei Porsche. Also das könnt ihr sehen. Hier vorne ist die Lüftungsregelung, da ist die Klimaanlage. Hier ist das Bäckerradio mit CD, das hat er auch. Hier ist übrigens die Tasten für die Klimaanlage, hier vorne links. Aber er ist noch so ein richtiger, also eigentlich der letzte seiner Generation. Und der knüpft eigentlich an den klassischen Ur-911er. Als das Auto vorbei war, das war 1998, kam eine andere Generation, die ich nicht mehr ganz so schön fand. Aber man merkt gleich, wie der hier läuft. Der klebt richtig an der Straße. Das ist richtig Ur-Porsche Autofahren.
macht mir total Spaß. Ich habe damals selber so einen Wagen gehabt. Meiner war schwarz mit Raffleder grün. Habe ich damals bei Raphael in Hamburg gekauft. Tolles Auto gewesen. Und ich weiß, dass die auch schnell sind. Also die haben 286 PS in der zweiten Serie, also wie dieser hier. Und 286 PS bedeutet, der lief 270, 275. Meiner damals, kann mich erinnern, ich bin mal auf der Strecke Frankfurt-Darmstadt damit 295 gefahren. Also sag mal, da muss man Auto fahren können und den Wagen echt festhalten. Aber das Schöne ist hier, an dem Wagen, der ist noch wie er früher gebaut wurde. Das ist nicht so ein Auto, wisst ihr, wenn die über 100.000 gelaufen haben und nicht so immer richtig gut in Pflege waren, ist das immer so eine Sache. Aber das Auto hier, das ist wirklich absolut klasse gepflegt, kann ich beurteilen, weil ich ein bisschen was weiß, gerade von dem Modell hier. Der ist ganz sauber, der Wagen. Schaut euch das mal alles an, wie das hier alles aussieht. Auch die Sitze, alles in einem super Zustand, die Raffledersitze. Hat auch die Türverkleidung hier auch komplett aus Leder. Hier vorne kleine Hochtöner-Lautsprecher. Da sind die klassischen Fensterheber angeordnet, kennt man ja auch vom früheren 911. Und hier vorne die Armaturen, wie es sie ab 1964, 65 gab. Also mehr oder weniger übernommen von damals, Mitte Drehzahlmesser, rechts Tachometer bis 300. Den hat man übrigens bei Kilometer 24.000 oder auf 24.000 eingestellt. Das waren exakt die Meilen laut Checkheft umgerechnet. Also die Kilometer sind die wirklich seit dem Nullpunkt, seitdem er ausgeliefert wurde. Das stimmt absolut. Ja, und ich merke jetzt schon, der hat wenig gelaufen, man spürt das. Da ist nichts ausgeschlagen, es vermittelt einen neuwertigen Eindruck. Und das werden wir jetzt hier auf der Geraden auch gleich mal testen, wie er fährt. Der jetzige Besitzer, den ich gut kenne, der hatte mehrere Porsche. Der sagt, ich habe den immer bewegt, damit er keine Standschäden hat und gar nichts. Und das spüre ich jetzt sofort. Das ist ein Auto, was in einem super Zustand sich befindet. Ah, herrlich. Richtig schöner Porsche. So muss ein Porsche sein. Läuft echt klasse. Ja, das ist für mich noch Ur-Porsche fahren. Das war eigentlich der letzte. Das könnt ihr, wenn ihr heute diesen Carrera RS und die Sachen, die es heute alle gibt, fahrt, das ist eine andere Art von Porsche fahren. Der ist noch richtig knackig hier, der ist nicht so groß und so ausladend. Und man hört die Maschine. Man spürt, dass er immer super gepflegt wurde. Ganz wichtig übrigens ist das Schiebedach, finde ich, ist ein Muss bei so einem Wagen. So ein Wagen ohne Schiebedach, also das braucht man hier. Und das Schöne ist einfach, das ist so, wie soll ich das erklären, wenn man die neuen Porsche heute fährt, die sind viel größer, die sind weiter aufgeblasen. Ich habe hier das Gefühl, der fährt sich wie so ein Go-Kart. Ich habe doch dieses klassische Heckmotorgefühl bei dem Auto, er liegt toll auf der Straße, hat ja auch die breiten Räder, dann hat er die Turbobremsanlage, habe ich sofort gespürt, die packen toll zu. Also wenn es darum geht, einen richtig schönen Carrera zu fahren, also Baujahr, also nicht Baujahr, also das Modell 993 ist ja gebaut worden, von 1994 bis 1948, also mein Gott, 1993 bis 1998 natürlich. Da gibt es nicht so allzu viele von, das sind ja bloß 4 Jahre. Und ich finde, dass die Formensprache danach eine andere war. Also hat mir nicht mehr ganz so gefallen. Ja, ich hatte neulich einen Kunden, da haben wir auch über Batterie und Elektro gesprochen. Der Mann ist 80 Jahre alt, der sagt, wissen Sie was, Herr Luftschütz, für mich muss ein Auto einen Auspuff haben und eine Maschine, die ich richtig hören kann. Alles andere ist für mich kein Auto. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dem stimme ich auch zu. Sehe ich ganz genauso. Autofahren ist für mich aktiv, ist für mich Freiheit. Aktiv auch mitmachen. Und so ein Elektro, mir kam neulich so ein VW entgegen, da war Elektro. Das hat sich, weiß ich, ob ihr noch die alten Karren kennt vom Frankfurter Hauptbahnhof, die waren auch Elektro. Das hat sich, diese gelben Dinger, wo die Koffer mit rumgefahren haben, das hat sich genauso angehört. Also finde ich, was das Autofahren angeht, absolut schrecklich. Aber es ist Geschmackssache, das ist nicht mein Ding. Werde ich nie mit warm werden. Guck mal hier, oh, der fährt, guck, wie der loszieht. Das ist Autofahren. Weiß gar nicht, wie man das mit Elektro machen will. Der muss so richtig festhalten hier. Ja, das macht Laune. Das ist Porsche. Hört ihr den Sound? Geil. Ha. Also das Auto hat einen Zustand wie ein Jahreswagen hier. Und das spürt man halt eben auch beim Fahren. In Amerika konnten die sowieso nicht so schnell fahren mit dem Auto. Gibt es ja die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 55 Meilen. Gibt es natürlich hier in Deutschland nicht. Aber der liegt auch toll. Der musste richtig schön festhalten. Reagiert sofort, spricht sofort an.
Ja, und wenn man sich überlegt, der Wagen wiegt 1,4 Tonnen, also 1400 Kilo mit fast 300 PS, ist eigentlich ganz gut. Also damit, wie der liegt. Der macht total Spaß zu fahren. Und die ganze Ergonomie von dem Wagen, das ist alles, passt um einen herum. Und schön ist, dass er so edel ausgestattet ist. Ich mag die Farbe auch, dieses Arktis Silber gefällt mir gut bei dem Auto. Mit den RS-Felgen drauf. Also der Wagen hat ja wirklich optional alles, damit man möglichst 4 aus dem 993 S4 rausholt. Das hat er alles. Also besser aufpeppen kann man den nicht. Und dann noch der gute Pflegezustand. Und den hat er wirklich. Also es ist super gepflegt, das Auto. Alles funktioniert, wie es funktionieren muss. Toll, wie der fährt. Macht richtig Spaß. Super Laune macht das. Tja, das ist für mich Porsche fahren. So ein Auto verbraucht irgendwo um die 12 Liter, wenn er ihn richtig hernimmt 14. Wenn man ihn sparsam, der hat ein 6-Gang-Getriebe, das habe ich euch glaube ich schon gezeigt. Wenn er ihn sparsam fährt, dann könnt ihr den auch mit 9 Litern fahren. Aber dafür kauft man sich ja kein Porsche. Das ist ein Auto, um Spaß zu haben und richtig mal die Landstraße zu fühlen. Ich finde das so, für die Autobahn ist das nichts. Kann man machen, okay, aber der braucht solche Straßen wie hier. Da macht der richtig Laune, der Wagen. Schaltet sich auch, hat ganz kurze Schaltwege, auch ganz leicht mit der Kupplung und es geht ganz leicht nach vorne und nach hinten. Tolles Auto, echt. Tolles Auto. Das ist sicherlich wieder ein Highlight bei uns, weil er so wenig gelaufen hat, weil es ein S4 ist, was alles stimmt an dem Auto, ist alles dokumentiert. Er ist unfallfrei, er läuft klasse, er riecht nicht komisch, er riecht auch gut, der Wagen ist ja wichtig, dass er nicht so runtergeknattelt ist, das ist er nicht hier. Und da hochfahren. Ja, schaut euch nochmal das tolle Interieur an. Das sind ja hier Raffledersitze, war natürlich ein Extra, aber die sind in einem Zustand, als ob da bisher noch gar keiner drauf gesessen hat. Schaut euch das mal an. Die sind noch nicht vertrocknet oder so. Ich nehme mal an, der Wagen muss immer klimatisiert gestanden haben. Dann schaut bitte mal, die Tür ist ja gerade offen, wie das innen in der Tür, wie das innen aussieht. Das Auto hat ja Zentralverriegelung, das ist das Gummi da oben, aber schaut euch das mal an, das ist neuwertig. Das ist da auch nicht lackiert. Wie gesagt, außen hat er mal einen Lack bekommen wegen dieser Kratzereien, aber das ist auch alles. Dann hier vorne haben wir das Handschuhfach, hier ist Checkheft, Checkboot, alles dabei, was so ein Auto haben muss, absolut komplett und unbenutzt, fast neuwertig. Da ist nirgends was kaputt. Hier ist der Aschenbecher niemals, nee, das ist er nicht. Doch, ist er doch. Aber ist nicht benutzt, ist neuwertig. Das gleiche gilt fürs Radio, hier für den Schaltknauf. Da ist nirgends, sind keine Beschädigungen. Lenkrad ist neuwertig, Armaturen, die sind alle noch wie neu. Schaut mal hier, die sind nicht angelaufen, gar nichts. Da ist die Quarzuhr, funktioniert doch alles. Jetzt hat er 30.330 Kilometer gelaufen. Ja, und ich meine, das ist natürlich gar nichts für so ein Auto, nicht? Und das ist dokumentiert, kann man genau nachvollziehen. Man merkt das übrigens auch hier, dass er nicht mehr gelaufen hat. Also er ist einfach super gepflegt. Ja, was hat er hier noch? Menü, Bordcomputer hat er, habe ich euch ja gesagt. Schaut euch bitte mal die Griffe an von dem Auto in der Türverkleidung. Auch neuwertig. Also ich glaube, da hat rechts kaum jemand gesessen. Dann, was ich auch sehr schön finde, hier die Carrera-Fußmatten. Guck mal hier. Das sind die Originalen, die da hingehören. Auch noch neuwertig. Hat er auf beiden Seiten. Hinten dann, das kann ich euch mal zeigen, sind die Kindersitze. Also wer Kinder hat oder ein bisschen Gepäck, das geht genauso. Passt da hinten gut rein. Dann vorne im Kofferraum, also vorne ist natürlich nicht allzu groß, Maschine ist ja hinten. Aber es ist alles, also auch der Teppichboden, schaut euch das mal an. Das ist ja wirklich neuwertig hier. Also der ist nicht, man darf nicht vergessen, das Auto ist jetzt fast 25 Jahre alt, aber man merkt, dass der nie in der Sonne war oder so, dass das nicht verblichen oder benutzt oder die Farbe hat sich verändert. Das ganze Auto ist in einem neuwertigen Zustand. So, jetzt möchte ich euch mal gerne den Motor zeigen. Mache ich mal hinten auf. So, da ist die Maschine drin, kennt ihr ja, Porsche Heckmotor, ja, Checkheft gepflegt, alles gemacht, alle Wartungen und das spürt man auch, wie er läuft, also absolut astrein, wunderschöner Wagen, 286 PS mit 3, was hat er, 3,6 oder 3,8? Hat 3,6 Liter, richtig. Also wirklich ein sehr, sehr guter Zustand. Auch hinten das Lichtband von dem Auto, daran kann man ja ein 993 sofort erkennen, neuwertig.
Ganze Auto. Hier ist übrigens ab 120 fährt sich der Flügel hinten hoch, damit er schön auf der Straße bleibt. Ich meine, der Wagen ist ja fast 300 Stundenkilometer schnell gewesen. Das ist eine ganze Menge. Ja, schaut euch das Auto an. Das ist wirklich ein Gedicht. Also mich begeistert das deshalb so, weil ich so ein Auto hatte und weil ich eine totale Bindung habe zu so einem Wagen. Mir gefällt der total. Ich finde, das ist ein Porsche. Also heute, das ist mir alles ein bisschen zu dick und ein bisschen zu aufgeblasen. Das ist noch ein richtig schöner, klassischer 911er. Und das war 1998 vorbei. Das sind Autos, finde ich, die sind im Moment noch ein bisschen, ja, wie sagt man, underestimated, noch ein bisschen zu weit unten. Sowas wird im Wert steigen. Es ist ein 4S, er hat Allrad, das Auto ist relativ selten und dann in der Qualität, dann finde ich, dass er eine wunderschöne Farbkonstellation hat. Er hat Raffleder genommen damals, es gab ja auch das normale Leder. Also er ist super ausgestattet. Da hatte jemand wirklich die richtige Hand für einen schönen Porsche. Ja, hier vorne ist der Tankdeckel, zieht man von innen, klappt, dann geht er hoch. Wie gesagt, die Lackierung ist erste Klasse gemacht. Wir haben auch die Rechnung dabei. Wir haben auch die Fotos dabei, wie er vorher ausgesehen hat. Da hat halt irgendein Idiot da einen Kratzer reingemacht. Ich weiß nicht, was sowas immer soll. Das ist aber nicht in den USA passiert, sondern in Deutschland. Da vorne Turbo, ja, das ist hier Turbospoiler, das ist die Ausstattung vom Turbo. Er hat ja auch die Turbobremsen. Und das macht halt eben dieses Auto so besonders. Also ich finde, das ist ein Auto, wo einen nichts stört. Der hat alles und er hat alles so, wie es sein muss. Hat die tollen RS-Felgen drauf, die sehr, sehr teuer sind, auch neuwertig, überhaupt nicht kaputt. Nichts angeschlagen, keine Beulen im Auto, keine Kratzer. Also genau genommen echt was für eine Sammlung. Ein höchstwertiger 911, 993 aus dem Baujahr 1997. Toller Wagen. Ja, sag mal, also ich bin ja mit Haubenverriegelung immer auf Kriegsfuß. Jeder ist anders. Sag mal, gibt's das nicht? Das muss ich jetzt rausschneiden. Ah, jetzt das, der Drücker, alles klar. Schaut mal hier, neuwertig. Also es ist wirklich, als ob ich gerade der Erste gewesen wäre, der es gerade geöffnet hat. Also der Wagen muss immer gut gelagert gehen. Ich kenne Autos, die eine geringe Laufleistung haben und sehen trotzdem nicht gut aus. Wenn die keine richtige Garage hatten oder wenn der Wagen nicht gut, wenn das Auto schlecht klimatisiert war oder war irgendwo in Kalifornien oder Texas, dann hat das Gummirisse und man merkt, wenn das Auto nicht gut gelagert war, dann ist selbst eine geringe Laufleistung keine Gewähr dafür, dass der Wagen gut ist. Muss man sehr genau darauf achten. Ich bin sicher, der muss klimatisiert gestanden haben, sonst hätte er nicht diesen super Zustand, den er wirklich hat. Also ein Gedicht, dieses Auto. Also fahren tut sich dieser 993 total schön. Vor allem, wenn man so einen Wagen mal hatte, da hat man ja auch einen totalen Bezug dazu. Dann kann ich euch sagen, ich habe meinen damals bei Raphael neu gekauft. Also ich weiß, wie die neu sich fahren. Der ist fast neuwertig, der Wagen. Also es ist ein Auto, was Spaß macht, was total handlich ist. Das ist auch für eine Frau toll zu fahren. Das ist ein ganz einfach zu lenkendes Auto. Der ist nicht schwer auf der Achse vorne. Den könnt ihr gut einparken. Der verbraucht nicht viel. Hat wie gesagt einen 6-Zylinder Boxermotor mit 286 PS. Also was Fahrspaß angeht und Fahrfreude ist das Auto total klasse. Und dieses Silberlederrot finde ich eine wunderschöne Konstellation. Also so hätte ich mir auch ausgesucht. Ich hatte damals Schwarzledergrün, aber Silberrot ist auch toll. Das ist ja nicht dieses Leder-Lipstick, sondern das ist das Boxerrot, was wir hier haben. Also wunderschön ausgesucht. Und dann diese tollen Extras noch, den dieser Wagen hat. Tolles Auto. Und ich sage mal, wenn es um den Preis geht, der liegt natürlich etwas über sechsstellig, aber nicht viel. Die letzten Euro können wir verhandeln in Beuerberg. Ich fahre das Auto jetzt gerade nach Rosenheim. Der kommt bei uns hinter die Schaufenster. Ihr wisst ja, wir haben 2 Betriebe. Der andere Betrieb ist in der Stadt in Rosenheim. Und ich sage mal, das ist ein Auto, das wollen wir den Leuten auch, wir haben 10 Schaufenster da, wollen wir den Leuten auch zeigen, die da vorbeilaufen. Weil sowas ist selten. Also es gibt selten einen 993 in dieser Qualität mit so wenig Kilometern und der tollen Ausstattung. Ich glaube nicht, dass wir das Auto lange haben werden. Also wenn ihr den seht, gleich anrufen bei mir. Das Auto lohnt sich. Da kann man viel Spaß mit haben. Den kann man aber auch wegstellen zum Sammeln oder überhaupt für eine Sammlung ihn nur wenig bewegen. Also wie man Lust hat, den kann man bei allem einsetzen.
Er hat Allrad, was relativ selten ist. Ist schon die zweite Serie mit 286 PS. Baujahr 97, 98 war Schluss damit. Und diese Autos mit einer geringen Laufleistung sind ziemlich selten. Wie gesagt, die werden wir nicht lange haben. Ich bin total begeistert von dem Auto, hat mir total Spaß gemacht, eine total schöne Probefahrt. Und haben wir natürlich heute Morgen auch ein Traumwetter. Es ist nicht mehr ganz so warm wie im Sommer. Wir haben so unsere 17 Grad oder was, die Sonne ist durchgekommen. Also das ist das richtige Wetter, um so ein Auto zu fahren. Ist auch trocken. Guck mal, wie schön er an der Straße klebt. Boah, toll. Macht eine riesen Laune, hier so hoch zu fahren. Ja, das ist für mich Porsche. Das hat Porsche groß gemacht und berühmt gemacht. Das ist so richtig Sportwagen. Wow, und er klingt geil. Ja, und er schaltet sich auch gut. Also mehr PS braucht man gar nicht, wenn man so richtig Auto fahren, wenn man das aufsaugt und wenn man das mag, wenn einem das gefällt, dieses Aktive, das vermittelt einem das Auto wunderbar. Also total aktives, schönes, kraftvolles Autofahren. Macht Spaß, macht echt Spaß. Das geht eben auf die Art nur mit Porsche. Ne? Also das ist ein Wagen, wer einen schönen 911er kaufen will, dem kann ich das Auto wirklich ganz stark empfehlen. Da haben wir alle 2 Jahre mal ein Auto, was sich in so einem super Zustand befindet bei Porsche, also beim 993 auch sehr selten. Die meisten haben ja doch schon über 100.000 gelaufen und dann haben sie nicht mehr den Zustand und die meisten haben auch nicht diese tolle Ausstattung. Da fehlt Schiebedach oder Raffleder fehlt oder dies fehlt oder das fehlt. Er hat wirklich alles. Hier haben wir Freaks gehabt, die gesagt haben, ich kaufe mir das und bestelle mir das optimale Auto. Und da kann man sagen, dass er das hier wirklich ist. Übrigens, was so ein bisschen unsere Spezialität ist, das sind ja Porsche mit einer geringen Laufleistung. Wenn ihr solche Autos habt, bitte ruft mich an. Wir kaufen solche Autos auch, haben wir ganz, ganz großes Interesse, denn sowas ist selten. Manchmal gibt es auch Erbfälle oder einer löst seine Sammlung auf, weil er keine Lust mehr hat. Da sind wir wirklich die richtige Ansprechadresse. Ich weiß sowas zu schätzen, mir macht das auch einfach Spaß. Und mir macht es euch auch Spaß, da wieder so einen Film für euch zu machen. Ihr merkt ja, dass ich da motiviert bin, wo wir wirklich sagen, guckt mal hier, was ein tolles Auto, was für ein toller Zustand. Bitte meldet euch bei mir. Wir haben die Nummer 08036 und dann die 7004 oder die 7006, also 08036 7006. Da besuchen wir euch auch sofort. Wir können über alles reden. Ihr gebt ihn mir, ich verkaufe ihn für euch, ich kaufe ihn noch an. Also wie es gerade eben passt. Wir kaufen auch Pakete auf teilweise. Müssen wir einfach sprechen. Wir lernen uns dann auf jeden Fall persönlich kennen. Meldet euch bei mir oder auf E-Mail ist info@cargold.com. Ja, jetzt nähern wir uns unserem Geschäft in Rosenheim. Hier ist der Inn, der große Fluss, der zur Donau fließt. Hier ist Stadtbeginn Rosenheim und hier ist die Automeile in Rosenheim und Audi und was es hier alles gibt. Und am Ende kommen wir dann mit unserem Geschäft. Und das Auto kommt jetzt hier in Rosenheim in unsere Schaufenster. Wir haben ja hier auch relativ viele moderne Fahrzeuge, also modern sind halt eben Sportwagen, Supersportwagen, aber nicht nur, auch richtige Oldtimer. Ich finde, die Mischung aus beidem ist wichtig. Ja, liebe Freunde, das war unsere Probefahrt mit unserem Porsche 993 S4, ein tolles Auto. Jetzt sind wir hier im Laden in Rosenheim, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das ist einer der besten 993, die ich je kommentiert oder gefahren habe. Er ist fast neuwertig. So sieht er aus, jetzt hier in Rosenheim zu haben. Ja, ich wünsche alles Gute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder mit mir mitzufahren. Morgen kommt der nächste Film mit einem super Ferrari. Lasst euch überraschen. Muss ich heute schon auswendig lernen. Ganz spezielles Auto. Bis dahin verbleibe ich. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz und ciao.